Hi, ich bin Henrik und ich komme aus Osnabrück. In diesem Video würde ich euch ganz gerne mal kurz vorstellen, was euch hier so in Neuseeland alles erwarten wird. Also, bleibt dran! Bei mir hat eigentlich alles so mit einer simplen Idee angefangen. Ich wollte etwas Neues kennenlernen und somit für ein bisschen Abwechslung in meinem Alltag sorgen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mir einfach ein paar Gedanken zu Hause am Schreibtisch. Ist schon ein bisschen her jetzt, aber da kam dann bei raus, dass es entweder in die USA oder nach Neuseeland gehen soll. Ja, jetzt bin ich hier und genieße das Leben, solange ich noch kann. Ursprünglich hatte ich mich für ein Teilstipendium beworben für die USA, für ein privates Internat. Und das ist leider bzw. glücklicherweise nichts geworden und hat mir dann somit die Schwierigkeiten genommen, mich entscheiden zu müssen zwischen den USA und zwischen Neuseeland. Auch wenn ich anfangs gedacht hatte, dass es eigentlich eher die USA wird. Gut, also nachdem dann die organisatorischen Sachen, wie zum Beispiel den Antrag auf ein Visa zu stellen, die Klassenversetzung in Deutschland zu beantragen, die Flugbuchung zu tätigen und so weiter, ja, nachdem das alles erledigt war, ging es dann eigentlich auch quasi schon los. Und ja, der Flug war absolut unkompliziert. Ich hatte zwar ein bisschen mehr Fußraum als normal, aber es war super entspannt, obwohl es dann 25 Stunden oder etwas mehr als 25 Stunden Reisezeit waren. Und ich bin über Dubai geflogen, ja, nach Auckland eben, von Düsseldorf aus. Und am Flughafen, da wurde ich dann schon empfangen von der Esens Group, beziehungsweise von der Esens Organisation. Die machen, oder ich habe bei denen so ein Orientation Program mitgemacht. Hat insofern eigentlich schon ganz gut geholfen, als dass man so in den ersten 2 bis 3 Tagen, wo man hier in Neuseeland angekommen ist, so ein bisschen gezeigt bekommen hat und so ein bisschen erklärt bekommen hat, wie das Ganze hier so abläuft, also was weiß ich, sei es ein Bankkonto zu eröffnen und so weiter. Ja, und dann an dem Wochenende, was dann noch übrig war, Samstagmittag, bin ich dann in die Gastfamilie gekommen. Und was ich auch von Anfang an wusste, ist, dass ich eine Gastmutter habe, 2 Gastgeschwister, einen Gastbruder, eine Gastschwester. Und was ich noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt, oder beziehungsweise bevor ich wirklich in die Gastfamilie gekommen bin, dass ich noch einen anderen International Student haben werde, der aus Brasilien kommt. Und der war total korrekt, also wir haben zwar nicht so viel miteinander gemacht, aber man hat auf jeden Fall sich immer ausgetauscht und auch ab und zu mal ein bisschen Zeit so verbracht. Meine Schule ist das Rangitoto College in Auckland und die haben über 3000 Schüler und Schülerinnen, was bedeutet, dass pro Jahrgang über 600 Schüler und Schülerinnen sind, weil auf dem College von Jahr 9 bis Jahr 13 unterrichtet wird. Soweit ich weiß, ist das Rangitoto College auch die größte Schule auf der Südhalbkugel. Von daher haben die viel zu bieten, auch wenn es manchmal nicht ganz so schön ist, wenn es übertrieben viele Leute sind, weil ich meine 600 Leute, da hat man keinen Überblick mehr alleine in seinem einzigen Jahrgang. Wenn man das jetzt mit der deutschen Schule vergleicht, wo ich zu Hause drauf gehe, dann haben wir da insgesamt so 1200 Schüler in etwa oder auch Schülerinnen, ja, von Jahrgang 5 bis 13 und dann haben wir so pro Jahr so knapp 150 Leute und die kennt man eigentlich auch fast alle und auf dem Rangi ist das, da hat man keinen Überblick mehr. Um ehrlich zu sein, habe ich die ersten 6 Monate recht entspannt angehen lassen, obwohl ich immerhin die Fächer gewählt habe, die ich in Deutschland für die Klassenversetzung brauche. Und wenn man sich jetzt mal so andere anguckt, dann haben die so Fächer genommen wie, was weiß ich, Hospitality, Woodworking, Design und noch andere Fächer. Die müssen aber dafür entweder ein Jahr wiederholen oder die sind nur 6 Monate geblieben, anstelle von einem Jahr, was ich jetzt hier mache. Ja, muss man halt sich überlegen, was man möchte. Übrigens, das Fächerangebot an der Schule ist riesig und über die Standardfächer hinaus bieten die 25 weitere Fächer an,
darunter 5 Sprachen und zusätzlich zudem noch 39 verschiedene Sportarten. Ja, wobei ich fairerweise sagen muss, dass ein Großteil der Fächer außerhalb unterrichtet wird, nicht vom Rangi selbst. Und dass auch die Schule eben mit anderen Vereinen, Clubs, sonst was zusammenarbeitet bzw. kooperiert oder einen einfach nur dahin weiterleitet. Also es sind nicht wirklich so Fächer oder nicht so wirklich Sportarten, die die Schule selbst anbietet, sondern wir verweisen einen eben auf andere Orte. Genau, was das Thema Musik angeht, hat die Schule 10 verschiedene Bands und Orchester zur Wahl. Also da ist mit Sicherheit auch was für dich dabei, falls du irgendwie so in die Richtung unterwegs bist. Generell läuft der Schultag hier in etwa wie folgt ab. Also morgens startet die Tutor Class um 20 vor 9 und die letzte Stunde, in dem Fall die 5. Stunde, endet um 20 nach 3. Und es ist halt so, dass man jeden Tag 5 seiner 6 gewählten Fächer hat. Und Tag für Tag rotiert das so durch. Nach der Schule läuft es meistens so ab, dass ich mit Freunden in die Stadt fahre oder eben nach Hause gehe, um dann die Schuluniform loszuwerden. Weil es ist generell eher ein bisschen nervig, damit die ganze Zeit rumzulaufen. Ich bin im Winter angekommen und desto wärmer es jetzt wurde über die Zeit, desto öfter haben wir uns dann nach der Schule oder nachdem wir alle nach Hause gegangen sind, kurz uns umgezogen haben, die Sachen geholt haben, haben uns dann am Strand getroffen, sind schwimmen gegangen, was weiß ich, haben irgendwas im Ort gemacht, Eis essen gehen, sonst was. Pizza essen halt auch manchmal. Und was meine Gastfamilie betrifft, war fast alles bestens, aber auch eben nur fast, weil das Essen insgesamt eher schlecht ausfiel. Zumindest in dem Vergleich mit dem, was ich von zu Hause aus gewohnt war. Und ansonsten ist hier alles so easy going. Solange man mit der Gastfamilie kommuniziert, tauchen keine Probleme auf, alles gut. Du brauchst keine Angst haben, irgendwie, wenn irgendwas dir nicht gefällt, einfach ansprechen und es sollte eigentlich kein Problem sein. Also nachdem ich jetzt meine ersten paar Monate hier in Neuseeland erlebt habe, standen dann auch schon die Ferien zwischen Term 3 und 4, welche in Deutschland den Herbstferien entsprechen vor allem. Und da hat man natürlich dann ein bisschen Freizeit, beziehungsweise man kann dann halt coole Sachen machen. Die Schule bietet halt verschiedene Touren während den Ferien an. Es sind nicht nur Touren während den Ferien, es sind manchmal auch so Wochenendtouren oder Tagestouren innerhalb der Schulzeit im Angebot. Aber es ist egal, ob man sich jetzt für die Nordinsel oder für die Südinsel interessiert. Ich habe so eine Tour natürlich gebucht, ganz klar die Südinsel geworden, weil die Nordinsel ist zwar auch teilweise ziemlich schön, aber man kommt da eher nochmal hin. Zusammen mit meinen Freunden waren wir 2 Wochen innerhalb einer Reisegruppe von knapp 20 Internationals unterwegs und auf diesem Trip haben wir unglaublich viel erlebt. Sei es Dolphin Swimming, Whale Watching, Skydiving, Jetboating, die Milford Sound Tour oder allein schon die Tatsache, ein bis dahin einem unbekanntes Land mit Gleichgesinnten erkunden zu können. Ich würde es definitiv immer wieder machen und ich kann es euch auch eigentlich nur empfehlen. Die letzten paar Wochen Schule, die bis zu den Sommerferien verblieben, verflogen nur so. Und da die meisten meiner Freunde, die ich hier kennengelernt hatte, schon Anfang Dezember wieder nach Hause geflogen sind, musste man die Zeit sehr bewusst leben. In den Sommerferien selbst habe ich mich dann meistens mit Freunden getroffen und wir haben viele Sachen unternommen. Dabei rausgekommen sind einige coole Tagestouren und nicht zu vergessen gilt natürlich noch der Kurzurlaub mit meiner Gastfamilie und der Surfkurs, den ich währenddessen machen durfte. 3 Tage ging der und wir waren in Raglan, das ist an der Westküste, etwas südlich von Auckland auf der Nordinsel und da waren echt super coole Wellen. Das Beste war eigentlich, dass ich noch nie vorher gesurft bin und unser Surflehrer war schon ziemlich gut und ja, dank ihm habe ich es halt geschafft, First Try auf der Welle zu stehen und auch die Welle überhaupt First Try zu bekommen. Das war schon eine coole Erfahrung. Naja, jetzt hoffe ich euch auf jeden Fall einen guten Eindruck gegeben haben zu können von dem, was euch bei einem Auslandsjahr hier in Neuseeland erwarten wird. Seid gespannt auf Teil 2 und auf all die Erlebnisse, die bis da noch anstehen. Bis dann!